Servus zusammen, heute schauen wir uns den Einhell DEVC18LI Sauger an. Was er leistet, ich probiere es am Auto aus, so sieht der Kofferraum aus. Daneben habe ich noch einen anderen Sauger als Vergleich, ich werde die Zeit messen ungefähr. Der hat 700 Watt, ist ein normaler Haushaltssauger, vergleiche ich also den mit dem Einhell. Die rechte Seite wird der Einhell machen, dann sehen wir, was rauskommt. Also erst die Seite mit dem Hanseatic, um zu schauen, wie lange ich brauche, und nachher schauen noch, ob der wirklich die halbe Stunde hält. Ich habe den Akku auf 4 Ampere-Stunden eingestellt. Ich kann sehen, der ist auch voll. Und dann können wir gleich einmal mit dem Vergleich starten. Das ist die Seite, ich glaube, viel besser geht's nicht. So schaut's aus. Wie man sieht, wird es nicht besser. Ich habe es mit der Bürste probiert. Ich glaube, das muss man einfach einmal raustun mit der Bürste drüber und komplett reinigen. Mit Reiniger und mit einer Textilbürste, um dass man den ganzen Schmutz aus den Fasern rausbekommt. Kriegt man nicht nur mit dem Sauger raus, also man muss auch mechanisch einwirken können. Ich probiere es auf der rechten Seite mit dem Einhell, Zeit durch zurücksetzen. Ist immer noch dreckig, das Sauger kommt raus und dann schauen wir, was der Einhell macht. Beim Einhell auch die Fugendüse. Dann können wir gleich einmal starten. Wechseln dann die Hand. Machen wir so. Dann der Teil wird dann gesaugt. So. Bereit. 1, 2, 3. Viel besser geht es leider nicht. Also ich glaube, der andere schafft es auch nicht besser. Ich gehe nochmal drüber, dass ich es euch zeigen kann, aber das kriegen wir halt nicht raus. Das ist halt viel zu fest drinnen. Die meisten Sachen. Ich würde sagen, relativ ähnlich. Also hat relativ ähnlich funktioniert. Könnt ihr sehen. Die rechte Seite war auch dreckiger. Aber ich gehe nochmal mit dem anderen drüber und dann schauen wir, ob der noch was rausholt. Zeit ungefähr die gleiche. Ich habe sogar etwas länger probiert, Sachen rauszukriegen, aber es funktioniert einfach nicht. Man braucht dafür eine Bürste, Textilbürste. So, Kofferraum fertig. Ich würde sagen, ganz gutes Ergebnis. Um den Rest zu entfernen, muss man natürlich, wie schon gesagt, mit der Bürste drüber. Schauen wir, wie lange der zählt.
3 Minuten 14. Akku anscheinend 78, aber ich glaube die Anzeige ist nicht so genau. Weil es jetzt 78 kostet, das nicht einmal 20 Minuten aushebt, aber schauen wir mal am Ende. So schaut die Matte abgeklopft aus. Katastrophal. So, jetzt werden die Fußmatten gereinigt. 3 Minuten 14 immer noch. Dann gehe ich in den Innenraum rein. Wenn hier eine andere Düse. Schauen wir gleich. So schaut es dann nachher aus. Düsen gesaugt, aber Dreck kriegt man immer aus. Mit der Bürste mit dem Reiniger dran. 8 Minuten 25 sind um. 54% zeigt es an. Mal schauen. So, ich sauge jetzt die ganzen Fußböden und dann sehen wir uns. Das will ich jetzt nicht aufnehmen, ist ein bisschen kompliziert. Wir müssen einfach glauben. Immer wenn ich den verwende, starte ich auch hier, weil ich meine, das ist ein ehrlicher Test. Schauen wir dann. So, bin nun fertig mit den Fußböden. Akku liegt bei 22% und wir sind bei 17 Minuten. Ich werde nun kurz den Filter ausleeren und dann mache ich noch die Sitze, also 22% habe ich noch. Schauen wir nachher. Wird sehr, sehr schwer, dass er die 30 Minuten schafft. Ich glaube 20 bis 23 sind möglich, aber schauen wir noch. Wenn ich nicht fertig werde, kann ich natürlich auch für euch auf 6 Ampere-Stunden umstellen und dann schauen, was er mit 6 Ampere-Stunden schafft. Ich meine, ich könnte dann alles umrechnen. Auf euch. Also ich habe bis jetzt 17 Minuten gebraucht, um die Fußböden zu reinigen, die Teppiche und den Kofferraum. Viel ist nicht mehr zum Saugen, wenn man es so will. Nur mehr die Sitze. Die Sitze gehen eben halt viel schneller, weil sie halt meistens relativ sauber sein. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, ob sie verdächtiger sind oder nicht. Oder wenn man zum Beispiel Hunde mitnimmt, das weiß ich auch nicht, habe ich nicht gemacht. Das ja nicht um die Hundehaare, weil ich habe leider keinen. Und ich nehme keinen mit. Aber ich will euch halt jetzt noch die Ausdauer zeigen oder was er so verbraucht auch, also wie viel Strom er zieht, weil die Angabe wird definitiv, aber wir sehen uns gleich, wenn ich den Filter ausgeleert habe. So, Zwischenstand 1%, 4 Ampere-Stunden, 23 Minuten und 6 Sekunden. Habe die Sitze jetzt komplett gesaugt. Und diesen Teil hier, da ist Aufstoff bei mir. Ich werde nur noch mal das Armaturenbrett einmal drüber saugen. Und dann schauen wir, also für ein komplettes Auto zum Saugen reicht ein 4 Ampere-Stunden, wie es ausschaut, aus. Immer noch 1%. Ich melde mich, sobald der leer ist. Vielleicht stelle ich noch auf 6 um. Schauen wir, was er schafft. Aber mehr als gedacht. Also falls er nicht die restlichen Kapazitäten ausnutzt, die er noch hat. Weil ich meine, das ist ja eigentlich ein 6 Ampere-Stunden, den man auf 4 umstellt. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie ein richtiger 4 Ampere-Stunden, der alte, das durchhält. Mal schauen. Update. Habe jetzt den Dachhimmel auch Spaß gesaugt wegen der Zeit. 0% zeigt er an. 27 Minuten sind es, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt die restlichen 2 Ampere-Stunden noch abzapft. Ich würde gerne umstellen, aber ich will wissen, ob der dann ausgeht. Ich hab den jetzt nie zu Ende, noch nie bis jetzt leer gemacht, weil ich ein Fan bin, einen Akku leer zu machen. Das weiß ja jeder. Entleeren ist nicht so gut. Deswegen schauen wir mal. Ich auch jetzt noch ein bisschen die Fußmatten, einfach so, um zu schauen. Also noch ein bisschen genauer Detailarbeit und dann schauen wir mal, wann die 4 Ampere-Stunden leer geht. Vielleicht ist er schon auf 6 umgestellt, ich weiß nicht, 0%. Aber er funktioniert noch. Schauen wir mal. Wenn er leer ist, melde ich mich bei euch. Wie ihr seht, er geht nichts mehr an. Ist leer.
nach 28 Minuten, muss ich sagen, positiv überrascht. Also der letzte Prozent, ich meine, wahrscheinlich ist es extra gemacht, dass sie das letzte Prozent ist, haben sie so in der Anzeige eingebaut, dass sagen wir noch die letzten 10% oder 15 noch 1% darstellen oder mehr noch, damit man nicht dazu kommt, den Akku leer zu haben. Wenn man sieht 1%, dann will man ja nicht den letzten Prozent noch aussaugen, wenn man noch einen anderen hat oder aufbrauchen, wenn man noch einen anderen hat. Finde ich auch gut, dass sie das gemacht haben, aber es verändert natürlich das Gefühl. Aber am Anfang sieht so aus, als würde er weniger schaffen, aber wirklich positiv überrascht. 28 Minuten, werden 30 angegeben, sind wirklich top. Ich meine, viel besser kann man es fast nicht einhalten. Natürlich wäre noch besser, würde ein bisschen länger halten, aber ich werde mal umstellen auf 6 Ampere-Stunden. Drückt man die Taste, bis der Countdown kommt, lässt sie los. Man wartet, bis 6 angezeigt wird, dann drückt man nochmal den Knopf und dann wird auf 6 Ampere-Stunden umgestellt. Schauen wir mal, was die Kapazität sagt. Ich sage noch 32% sind noch übrig bei 6 Ampere-Stunden. Würde ich ungern testen, weil wahrscheinlich werden die restlichen 32% das ungefähr halten, was sie versprechen. Also kann man sich ja selber ausrechnen. 4 Ampere-Stunden, 28 Minuten, noch 2 Ampere-Stunden dazu, sollten 14 Minuten ungefähr länger sein. Wahrscheinlich wird es ein bisschen weniger, also 42 Minuten, ich glaube versprochen sind 40 Minuten, also bin sehr zufrieden mit dem Akku. Ich meine, der reicht locker aus. Ich habe das komplette Auto gesaugt, ziemlich gründlich. Wenn man 6 Ampere-Stunden hat, dann ist man 100% auf Nummer sicher. Aber ich stelle immer, ich werde gleich wieder auf 4 umstellen. Jetzt macht man einfach das Gleiche, einfach halten und dann auf 4 Stunden umstellen. Wenn man 6 braucht, kann man sie verwenden. Aber ich habe sie lieber auf 4, weil dann anscheinend wird dann die Kapazität nur von 20 bis 80% angezeigt. Jetzt ist er wieder leer. Damit schont man den Akku. Man macht ihn nicht 100% voll, man macht ihn nicht leer. Und somit schont man Akku. Sehr zufrieden mit dem Sauger, muss ich sagen. Ich habe es ja gesehen, der Vergleich ist nicht viel schlechter. So ein Sauger mit direktem Stromanschluss, Fazit. Also könnt ihr euch auch selber machen vom Bild, aber ich bin sehr zufrieden, weil das Handling ist sehr gut. Er ist ziemlich leicht. Ich muss ihn mal wiegen, ich weiß nicht genau, wie viel er wiegt. Aber steht im Internet da, die Angaben sind ziemlich genau. Die Laufzeit haben sie sehr genau angegeben. Gewicht geben sie auch sehr genau an. Was ich ja selber ausrechnen würde, man nimmt kleinere Akkus, das weiß ich jetzt nicht, ob es die Leistung verschlechtert, wenn man zum Beispiel nur 2 Ampere-Stunden hat oder 1,5 oder 2,5. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der selber verbraucht. Natürlich nicht den holen. Der 4 Ampere-Stunden Akku ist sehr viel günstiger. Ich glaube, der ist jetzt im Angebot. Ich glaube, den kriegt man für unter 30 Euro, ein 4 Ampere-Stunden Akku und ein Ladegerät dazu. Also auf jeden Fall zuschnappen. Der lohnt sich natürlich preislich eigentlich nicht. Kann man eigentlich ehrlich sagen, lohnt sich eigentlich nicht. Ich meine, der 4 Ampere-Stunden Akku ist ungefähr gleich groß. Der hat also 6 maximal. Ist sicher Vorteil, aber für normalen Benutzer braucht man ihn sicher nicht. 4 Ampere-Stunden, wirklich super Angebot. Müsst ihr mal schauen, Amazon unter verschiedenen Seiten, auch bei Robi, Hornbach oder bei den ganzen Seiten, könnt ihr euch den Akku holen. Also eine klare Kaufempfehlung für mich. Danke fürs Schauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Danke.